Heute sprechen wir über typisch polnische Dinge. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal einmal ganz kurz vor für die Leute, die mir zum ersten Mal zuschauen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einigen Jahren von Deutschland nach Polen ausgewandert. Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen näher zu bringen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Hin und wieder zeige ich mal einen Reisebericht, spreche über Unterschiede zum Beispiel zwischen Deutschland und Polen oder so wie jetzt mache ich mal ein Video, was so typisch polnisch ist. Falls dich solche Themen interessieren oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir aber jetzt zum Hauptthema und sprechen über typisch polnische Dinge. Und wenn man so ein Thema aufgreift, was für ein Land typisch polnisch ist, in dem Fall jetzt Polen, dann kann man ja im Prinzip eine wahnsinns große Liste machen. Und ich bin mir sicher und ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich jetzt hier nicht alles aufzählen kann, was typisch polnisch ist, weil dann würde ich hier wirklich noch bis morgen sitzen und ich würde die Aufnahme gar nicht beenden können. Deswegen würde es mich wirklich freuen, wenn du dir das Video bis zum Ende anschaust und meine Liste am Ende unten in den Kommentaren auch noch ergänzen könntest, was deiner Meinung nach typisch polnisch ist. Das würde mich auf jeden Fall wirklich sehr freuen, was ich dann zu lesen kriege. Kommen wir jetzt aber auch schon zum ersten Punkt und ich rede hier auch nicht mehr drum herum. Also das erste, was meiner Meinung nach typisch polnisch ist der Fiat 126 oder auch bekannt als Maluch. Der Fiat 126 bzw. Maluch ist ein Fahrzeug, was damals auch in Polen produziert wurde, circa von 1972 bis ungefähr das Jahr 2000, und das war auch ein sehr gängiges Fahrzeug hier in Polen. Man kann den Stellenwerten vielleicht ein bisschen vergleichen, wie zum Beispiel zur damaligen Zeit in Westdeutschland der Käfer oder in Ostdeutschland zum Beispiel der Trabi. Der Fiat Maluch ist ein Wagen, welcher circa um die 600 bis 700 Kubik hatte, je nach Modell, und auch so ungefähr zwischen, weiß nicht, 22 und 30 PS. Also das war wirklich ein kleines Fahrzeug. Der hatte auch nur ein, ich glaube, circa 21 Liter Tank, und das war wirklich ein Fahrzeug, naja, also man hat das hier wirklich überall auf der Straße gesehen. Leider sieht man den Maluch heutzutage schon sehr wenig und sehr selten auf der Straße. Aber wenn ich mal einen Maluch hier sehe, dann habe ich immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht, ne? Und das freut mich dann immer, wenn ich hier so einen Maluch sehe. Der zweite Punkt, welcher typisch polnisch ist die Bar Mleczne. Die Bar Mleczne war ein Restaurant, welche in einer Art Kantine geführt wurde und bis zum Ende der 80er sehr beliebt war. Bekannt war auch die Bar Mleczne dafür, dass man dort typisch polnische Speisen zu günstigen Preisen gekriegt hat. Der Name Bar Mleczne, welcher übersetzt auf Deutsch Milchbar heißt, entstand dadurch, dass dort früher vorwiegend Speisen aus Milch bzw. Milchprodukten angeboten wurde. Nach und nach kamen dann auch Fleischgerichte dazu. Heutzutage gibt es leider nicht mehr so diese richtig typisch klassischen Bar Mleczne. Ich denke, das ist jetzt aber auch nur meine persönliche Meinung, dass das Wort Bar Mleczne mehr zu Marketingzwecken benutzt wird, anstatt dass jetzt wirklich eine richtige Bar Mleczne ist. Ich selber wohne hier in Łódź, und falls mir jemand wirklich eine sehr gute Bar Mleczne empfehlen kann, kann er es mir sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Dann fahre ich dort mal vorbei und probiere es aus. Beim dritten Punkt, den ich hier erwähne, werde ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die ältere polnische Generation ansprechen, aber die Rede ist hier von Bolek und Lolek. In Deutschland wird vielleicht auch der ein oder andere schon mal von Bolek und Lolek gehört haben, oder auf Deutsch hat man eher gesagt Lolek und Bolek. Hier handelt es sich um eine
Kinderserie, die von ca. 1962 bis 86 produziert wurde und auch ausgestrahlt wurde. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das heute noch irgendwo im polnischen Fernsehen läuft oder vielleicht auf irgendeinem Pay-TV-Sender. Falls ihr das wisst, könnt ihr es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bei den beiden handelt es sich im Prinzip um zwei Brüder. Einmal um Bolek, welcher der ältere der beiden Brüder ist, und Lolek, welcher der jüngere der beiden Brüder ist. Und die beiden bereisen die Welt. Zu den späteren Serien kam auch noch ein Mädchen dazu, die sich Tola nannte. 2011 wurde auch ein Bronzedenkmal von Roman und Jan, den beiden Söhnen des Regisseurs Władysław Nierebecki, im Zentrum von Bielska-Biała eingeweiht. Ich persönlich finde, dass Bolek und Lolek und im Allgemeinen Kinderserien oder Kinderzeichentrickserien zu dieser Zeit, die ausgestrahlt wurden, wesentlich kinderfreundlicher waren, wie das, was heutzutage ausgestrahlt wird. Jetzt haben wir einige Sachen aus der Vergangenheit angesprochen, was so typisch polnisch ist, und jetzt springen wir auch mal in die Gegenwart und kommen zum vierten Punkt, welcher typisch polnisch ist. Leute, die vielleicht in Polen Urlaub machen oder speziell, sage ich jetzt mal, an der Ostsee hier in Polen Urlaub machen, denen ist mit Sicherheit aufgefallen, dass am Strand sehr viele Parawane sind. Und das ist auch, finde ich, so typisch polnisch. Während der Deutsche, ich nenne das jetzt mal, den Drang danach hat, schon um 6 Uhr morgens seine Liege zu reservieren, indem er sein Handtuch draufschmeißt, macht das hier der Pole ein bisschen anders, und zwar mit dem Parawan am Strand. Zwar geht er nicht schon um 6 Uhr morgens am Strand, um sich seinen Platz zu reservieren. Es ist aber so, dass man hier am Strand an der Ostsee in Polen sehr viele Parawane sieht. Das hat wahrscheinlich zwei Gründe, zumindest kann ich das auch von mir so erzählen, warum wir unser Paravan aufstellen. Einfach, weil es auch manchmal ein bisschen windig ist an der Ostsee, und so hat man dann auch immer so seine kleine Ecke, sage ich mal, wo man auch ein bisschen geschützt ist, vielleicht auch ein bisschen privater ist. Natürlich gibt es auch einige, die mit dem Platz übertreiben, die sich dann ihr Paravan so aufstellen, wirklich, dass die 20 Quadratmeter Fläche haben, was schon ein bisschen viel ist. Gerade zur Hauptsaison ist weniger Platz am Strand, und ja, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen Platz für andere lassen. Ist zumindest so meine persönliche Meinung. Wenn ihr schon mal in Polen auf einer Familienfeier wart oder vielleicht sogar schon mal auf einer polnischen Hochzeit wart, wurdet ihr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch mit der Musikrichtung Disco Polo konfrontiert. Und das ist auch der fünfte Punkt, den ich hier so typisch polnisch nennen würde. Disco Polo ist eine Tanzmusik, wie ich schon gerade erwähnt habe, die auch sehr gerne auf Hochzeiten hier gespielt wird. Ich würde jetzt sagen, dass Disco Polo den gleichen Stellenwert hat wie zum Beispiel in Deutschland der Schlager. Einer der bekanntesten Akteure in Polen, wenn es um das Thema Disco Polo geht, ist Zenek. Ich packe euch mal vielleicht ein Musikvideo von Zenek unten in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch mal vielleicht das Lied anhören, damit ihr so eine ganz grobe Vorstellung habt, in welche Richtung Disco Polo geht. Den sechsten Punkt, den ich hier anspreche, ist ein Punkt, womit ich eigentlich auch fast täglich konfrontiert werde und wo ich auch selber aus persönlicher Erfahrung sprechen kann. Und das ist hier in Polen die Gastfreundlichkeit. Egal wirklich, wo ich bisher bei jemandem zu Gast war, es wird immer darauf geschaut, dass es einem gut geht. Das hat mir natürlich auch bei meiner Auswanderung, wo ich von Deutschland nach Polen ausgewandert bin, sehr geholfen, wenn man dann irgendwo, sage ich jetzt mal, als neue Person ankommt und es wird wirklich geschaut auch, dass es demjenigen auch gut geht. Und ich sage immer sehr gerne, das gibt es ja dieses deutsche Sprichwort, zu viel des Guten, und manchmal ist das wirklich so, weil das fängt ja mit dem Essen an, das man hier angeboten kriegt. Man darf bloß nicht hungrig nach Hause gehen, dann kriegt man 5, 6 Teesorten angeboten, und das geht dann schon manchmal so in die Richtung, ach, das Fenster ist offen, soll ich es lieber zumachen, zieht es hier vielleicht, soll ich die Gardine zumachen, falls die Sonne scheint. Also manchmal ist das schon wirklich in einer übertriebenen Art und Weise, aber das ist hier so gut gemeint und so herzlich gemeint, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier auch sehr positiv benennen kann. Und die polnische Gastfreundlichkeit ist wirklich eine tolle Eigenschaft, welche ich auch als typisch
polnisch bezeichnen würde. Den 7. Punkt, den ich hier anspreche, ist ein Punkt, den man eigentlich überall lesen kann, und ich werde diesen Punkt jetzt wirklich nur verallgemeinern, weil das wäre vielleicht sogar ein eigenes Video wert. Ihr könnt mir das mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ich vielleicht darüber auch mein eigenes Video machen kann. Das sind hier aber die polnischen Lebensmittel, Gerichte und Getränke. Polen hat ja auch seine typisch polnischen Gerichte, wie zum Beispiel Pierogi, Żurek, Barszcz, Bigos und ganz andere Sachen, oder Gebäck wie der polnische Sernik, welcher der, ja, auf Deutsch im Prinzip der Käsekuchen ist, der hier aber auf eine besondere Art und Weise gemacht wird. Der ist hier sehr fluffig. Dann kann man hier auch noch den typisch polnischen Wodka ansprechen, zum Beispiel Żubrówka, oder in Deutschland ist das auch als Grasówka bekannt. Das ist ja der Wodka mit dem Grashalm. Spätestens hier sollten allen klar sein, wovon ich spreche. Oder auch die polnischen Süßigkeiten, wie zum Beispiel Michałki, die hier sehr beliebt sind, oder auch Krówki. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Das sind wirklich so Leckereien. Ja, und wenn die mal auf dem Tisch sind, ja, dann kann man auch nicht mal so die Finger davon lassen. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt ein Punkt, den ich hier wirklich sehr allgemein gehalten habe. Und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, seitdem ich hier in Polen bin, habe ich bestimmt gute 10 Kilo zugenommen. Und da muss man auch sagen, da ist auch vielleicht der 6. Punkt ein bisschen daran schuld, die gute polnische Gastfreundlichkeit, wo man immer Essen angeboten kriegt, aber auch natürlich das gute Essen, was hier serviert wird. Und wer öfters meine Videos verfolgt oder mir schon länger zuschaut, der weiß auch, dass Pierogi mit Kapusta und Grzybami, also mit Sauerkraut und Pilze, zu meinen Lieblingsgerichten hier in Polen gehört. Und das ist auch eine Sache, da könnte ich eigentlich fast jeden Tag essen. Ja, man muss aber auch zugeben, dass die polnische Küche sehr lecker ist, aber auch nicht immer die gesündeste, weil die sehr deftig ist und teilweise auch, ja, muss man ganz vorsichtig sagen, fettig gekocht wird, und ja, dann bleiben auch mal einige Kilo am Bauch dann mal nicht aus. Das waren jetzt meine Dinge, die ich als typisch polnisch bezeichnen würde, und wie ich auch schon am Anfang des Videos gesagt habe, bin ich mir sicher, dass es noch wesentlich mehr Dinge gibt, aber du kannst gerne die Liste unten in den Kommentaren noch weiter vervollständigen. Hier oben müssen jetzt auch gleich Videos aufleuchten, die dir eventuell gefallen könnten, kannst du dir auch gerne bei Gelegenheit anschauen. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Dann bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!